Ja, hallo, willkommen zurück. Heute haben wir die Apple Watch Ultra auf dem Tisch und das gute Stück Hardware ist ja wirklich eine tolle Uhr, aber was die Software angeht, beziehungsweise gerade im Bereich Sport und ja, Trainingsauswertung und auch Trainingsload, ja, da gibt es von Apple nicht wirklich sehr gute Software. Ich möchte heute in dem Video ein paar Apps vorstellen, die das Ganze etwas vereinfacht. Heißt es zum Beispiel, wie ihr optimal trainiert, zum Beispiel Trainingsload, aber auch dann Navigation während eines Workouts durchzuführen oder wenn ihr dann zum Beispiel Workouts exportieren wollt, da gibt es auch ja, Hilfsmittel oder Apps, die euch da auf jeden Fall das Leben etwas einfach machen. Ich würde euch sagen, wir fangen einfach jetzt mal direkt an. Die Apple Watch bietet ja mit Apple Health eine Datenbase bzw. eine Datenbank. Wenn wir hineingehen, sehen wir hier eine grobe Übersicht aller Daten, die hier über die Apple Watch gesammelt werden. Sei es jetzt zum Beispiel der asymmetrische Gang, die Atemfrequenz, als auch die Cardio-Fitness, Gehtempo, also alle Daten sind hier wirklich enthalten. Es sind auch eine Hülle und Fülle von Daten. Man kann das, wenn man hier in die Entdeckerübersicht geht, das nochmal genauer anschauen. Auch beim Hören etc. haben wir hier wirklich ganz viele Daten. Was aber ein Nachteil ist, wenn ihr zum Beispiel noch nie eine Apple Watch gehabt habt, die Apple Health App hilft euch nicht, hier Daten aufzuarbeiten. Das gleiche ist auch mit Apple Fitness, also man bekommt zwar eine kleine Übersicht an Apple Fitness, was ich jetzt heute gemacht habe, welche Strecke ich gelaufen bin, wie viel Kilokalorien ich verbrannt habe, beziehungsweise bekomme auch ein paar Trends angezeigt, je nachdem wie lange das Ganze angehabt hat. Wir sehen jetzt auch hier, manche Trends sind bei mir noch nicht vorhanden, weil ich die Uhr nicht durchgehend immer anhabe. Wir sehen hier, das ist etwas dunkelschwarz hinterlegt, aber so bekommt ihr nur ein paar Trends. Aber jetzt zum Beispiel nicht ja so Sachen wie Trainingsload oder auch wie ihr euch regeneriert habt. Ihr könnt zwar nochmal in die Lauf-Apps hineingehen, beziehungsweise in den Lauf hineingehen, sich da auch nochmal Details anschauen, wie das Ganze hier zusammensetzt, ja auch die Herzfrequenz, Leistung etc. ist alles vorhanden, aber ich bekomme nicht mehr an Daten von Apple angeboten. Andere Sporthersteller wie etwa Polar oder auch Garmin oder auch Coros bieten hier separat, wenn ihr die Uhr kauft, dann schon eigene Apps an, wo die Sachen dann angeboten werden. Das heißt also, ihr müsst hier nicht irgendwie extra was dazu kaufen. Das ist jetzt leider hier nur bei Apple so. Es wäre wünschenswert, dass Apple das Ganze irgendwann auch mal umsetzen würde, aber es ist momentan nicht ersichtlich, dass das passieren wird. Daher möchte ich euch heute ein paar Apps vorstellen. Wir haben hier einmal die App Athletic bzw. Autosleep für das Schlafen, als auch Heartwatch bzw. Work Outdoors und RunGap. Ich würde einfach sagen, wir fangen mit der ersten App Athletic an. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Das ist eine App, die ist auch nicht kostenfrei. Da müsst ihr eine jährliche Lizenz zahlen, die etwas über 30 € kostet und dann bekommt ihr die Daten aufgearbeitet. Die Datengrundlage ist natürlich hier Apple Health. Hier werden die ganzen Daten herausgenommen bzw. dann entsprechend für die Auswertung herangezogen. Ich möchte auch im Rahmen dieses Videos einfach mal zeigen, was diese Apps können, was der Mehrwert ist und warum es sich eventuell lohnt, doch diese App dann hier zu installieren bzw. zu benutzen. Diese App ist leider komplett auf Englisch, das heißt, es gibt aktuell noch keine deutsche Version, aber ich muss sagen, das Englisch ist wirklich sehr überschaubar und wenn man mal ein Wort nicht weiß, das kann man ja nachschlagen, aber ich denke mal so, wenn ihr das täglich benutzt, dann kommt ihr da auch ziemlich schnell hinein. Als erstes haben wir hier eine kleine Übersicht. Wir sehen einmal hier den Tag, beziehungsweise ja, wie der heutige Tag gestartet ist. Wir haben hier einmal 4 Reiter, einmal ja die Erholung, dann einmal die Anstrengung, den Schlaf, beziehungsweise hier auch die Energie. Und ich würde einfach sagen, wir gucken uns das einfach mal genau an. Die erste Kachel, die wir hier sehen, das ist Ready to Train. Sagt einfach so viel, wie bereit bist du zum Trainieren? Bist du eigentlich fit genug oder solltest du regenerieren, dich ein bisschen ausruhen oder kannst du jetzt hier voll in die Vollen gehen? Wir sehen jetzt bei mir einen Wert von 76%. Last Update war um 6:16 Uhr, das ist dann, wenn ihr aufsteht. Unten sehen wir dann einmal einen Bereich der Herzfrequenzvariabilität. Da sehen wir jetzt hier die 125 Millisekunden, beziehungsweise auch meine Ruheherzfrequenz, die aktuell 3,43 Schlägen liegt. Und dann haben wir ganz unten nochmal eine kleine Tendenz, die uns anzeigt, wie sich das Ganze verbessert oder verschlechtert hat. Dann bekommt ihr auch so einen kleinen Text angezeigt, der sich natürlich dann auf euren Wert basiert, beziehungsweise bezieht. Und da sehen wir jetzt hier, dass ich genug erholt bin, um hier ja voll in die Vollen zu gehen, beziehungsweise maximal zu performen, zum Beispiel ein Intervall zu machen oder eine sehr lange Strecke zu laufen. Dafür bin ich jetzt quasi vorbereitet und bereit, das zu tun. Dann bekommen wir unten auch nochmal eine 7-Tage-Übersicht bzw. eine Wochenübersicht. Wir sehen einmal hier, wie sich das Ganze mit meinem Recovery entwickelt hat, beziehungsweise mit meiner Erholung oder mit meinem Ready to Train. Und wir sehen einfach hier, dass ich am Mittwoch ja bei 62% lag. Da habe ich auch einen Workout gemacht und dass ich zum Beispiel am Freitag jetzt nicht so erholt war, weil ich auch schlecht geschlafen habe. Das dazu geführt hat, dass ich dann nicht hier in die Vollen gehen kann. Wir sind hier Samstag gut erholt, gut ausgeschlafen. Das wirkt sich natürlich sehr positiv auf meine Fitness aus.
Der zweite Reiter ist dann hier die Anstrengung. Gehen wir auch nochmal rein, da sehen wir hier, ich habe heute einen Workout gemacht, der war, ja, wird als hart bezeichnet, das heißt also war ein anstrengender Workout. Ich bin zwar jetzt nur 6 Kilometer gelaufen, die aber doch relativ schnell. Und man muss dazu wissen, ich war jetzt krank gewesen, das ist nicht so wichtig, aber in dem Sinne wichtig, dass das für mich jetzt sehr anstrengend war, weil entsprechend sich dann hier die Herzfrequenzbereiche hier in den Zonen bewegt haben, die dazu geführt haben, dass sich dann ja das Ganze etwas anstrengender war. Wir sehen auch hier dann die Zielzone, die wir erreichen sollen. Und wir sehen hier, dass ich jetzt die Zielzone fast erreicht habe. Was ich dann ebenfalls angezeigt bekomme, ist dann auch noch ein vorgeschlagener Workout. Wir sehen jetzt hier, ja, wenig Intensität soll ich hier machen, maximal 12 Minuten. Das wäre jetzt noch der Vorschlag, den ich jetzt noch machen könnte, um hier noch, wenn ich was machen wollte, trainieren zu können. Dann bekomme ich hier unten auch nochmal eine Wochenübersicht, wie ich dann trainiert habe, beziehungsweise wie anstrengend das Ganze war. Wir sehen hier montags mit 5,8, Mittwoch mit 6,5 und am Samstag mit 6,6. Das waren die Trainings, die ich hier durchgeführt habe. Dann bekomme ich noch eine Übersicht, was die Tagesherzfrequenz angeht. Wir sehen einmal hier, der lilane Bereich ist der, den ich geschlafen habe. Das ist sehr ruhig, entspannt. Da bin ich aufgestanden. Hier habe ich ein Workout gemacht, das grüne. Und hier habe ich natürlich dann erholt, beziehungsweise meine Herzfrequenz wieder runtergegangen. Das wird man nachher in der Analyse sehen, was hier relevant ist. Und dann sehen wir noch den restlichen Tag, wie sich das Ganze bei mir weiterentwickelt hat. Dann kommen wir zum Bereich Schlaf. Das sehen wir jetzt auch hier. Meine Erholung bzw. hier meine Schlafqualität lag bei 72%. Und wir sehen hier, dass ich tatsächlich geschlafen habe 6 Stunden 35, beziehungsweise mein Ziel wäre gewesen 9 Stunden 7, um das Ganze ein bisschen aufzuholen, wie ich die letzten Nächte bzw. die letzte Woche geschlafen habe. Dann bekomme ich auch nochmal ein Detail angezeigt des Schlafes. Wir sehen hier einmal die Aufwachphase, REM-Phase, dann Tiefschlafphase und die normale Phase. Und dann habt ihr hier nochmal eine kleine Übersicht. Und wir kommen dann auch nochmal hier dann ja eine Auswertung, wie viele Minuten ich in welchem Bereich dann geschlafen habe und bekomme hier unten dann auch nochmal dann eine Gesamtzusammenfassung, wie sich das Ganze dann hier zusammensetzt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe jetzt aber einen anderen Schlaftracker, ich möchte deren Daten haben, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr oben auf das Zahnrad geht, das Ganze noch umzustellen. Wir sehen hier unten, Sleep Tracker ist momentan die Apple Watch ausgelegt. Wir können aber auch hier, ich zum Beispiel Pillow nutzen oder auch ich selber benutze Autosleep, aber auch zum Beispiel Polar Flow geht. Also wie seht, ihr habt da eine Vielzahl an Möglichkeiten hier, diverse Apps zu nutzen. Ihr seid hier nicht direkt auf die Apple Watch angewiesen, weil alles hier auch zentral über Apple Health läuft. Als letzten Gesamtübersichtspunkt haben wir hier noch Energy und es ist so, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich nutze jetzt hier MyFitnessPal App, da hinterlege ich die Sachen, die ich esse, um hier einfach zu schauen, dass ich hier mit dem Gewicht im Gleichgewicht bleibe, weil ich habe immer so eine Tendenz dazu, nicht so gut zu essen und eher am Gewicht zuzunehmen, auch wenn ich Sport mache. Daher muss ich mich da so ein bisschen zügeln und das Ganze mal aufschreiben. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, beherrscht dich mal ein bisschen, aber ich brauche das immer ein bisschen visuell. Und wir sehen jetzt hier, ich habe zum Beispiel Sonntag nicht eingetragen gehabt, aber hier Montag bis Samstag sind alle Daten eingetragen worden. Das ist hier die Energie, die ich quasi eingenommen habe und das rote bzw. ja leicht orangene, was wir hier sehen, ist dann hier die Energie, die ich verbrannt habe und bekomme hier auch nochmal so eine kleine Übersicht. Ich sehe auch nochmal hier, was dann Kohlenhydrate, Fett und Protein waren und habe das hier entsprechend auch nochmal eine Übersicht bzw. bekomme hier auch nochmal die Nettokalorien angezeigt. Das ist jetzt aber hier nur die Gesamtübersicht des Tages. Ich kann dann auch nochmal hier unten in die Trends hineingehen. Da kommen wir dann zum nächsten interessanten Punkt und zwar, das ist ja eine Art Trainingsload oder das ist der Trainingsload. Und wenn ich hier diese geschweifte Linie, die wir hier sehen, die leicht schwarze, wenn diese nach oben geht, dann baue ich Fitness auf. Wenn sie aber nach unten geht, dann baue ich Fitness ab. Und wir können uns zum Beispiel auch die 30 Tage nochmal anschauen. Da sehen wir hier, ich war hier krank gewesen. Und da ist entsprechend hier das Ganze eingebrochen, weil ich dann hier nicht mehr trainiert habe und habe hier entsprechend die Form verloren. Im Text bekomme ich dann nochmal angezeigt, dass ich jetzt hier, wenn ich so weiter trainiere, quasi meine Fitness halte. Das heißt also, ich muss ein bisschen mehr Intervalle machen, um einfach hier meine Fitness auszubauen. Das habe ich jetzt aufgrund meiner Krankheit nicht gemacht. Ich bin jetzt einfach mal erst langsam losgelaufen, um hier mal wieder langsam reinzukommen. Ihr habt dann auch nochmal Möglichkeit, hier Trainingsanpassungen durchzuführen. Kann ich jetzt aktuell nicht, weil ich noch nicht genug Daten habe, weil ich die Apple Watch erst wieder seit kurzem trage. Dann bekomme ich auch nochmal eine Übersicht meiner Erholung, wie ich momentan aktuell stehe. Das Most Recent ist der aktuelle Stand. Der Durchschnitt liegt hier bei 54. Und dann sehen wir hier, dass einfach hier die roten Bereiche, die haben wir jetzt schon auf der Startseite gesehen,
zum Beispiel hier den Mittwoch, den Samstag oder auch den Freitag, dass ich dann nicht gut erholt war. Und so habt ihr dann immer im Blick, ob ihr dann entsprechend euch ja nicht überanstrengt, sondern hier, ich sag mal, in der Balance seid. Ihr könnt das Ganze dann auch nochmal für die Anstrengung anschauen. Dann sehen wir hier die letzten 60 Tage, beziehungsweise ihr könnt das Ganze auch in der Woche anzeigen lassen. Dann sehen wir hier auch nochmal, wie sich die Anstrengung da entwickelt hat, dass ich hier in dem Bereich, wo ich krank war, nichts gemacht habe, sondern einfach nur generell angestrengt war. Also es gibt ja auch so eine Basisanstrengung, sage ich mal. Und natürlich die Workouts hier wieder entsprechend positiv aufschlagen bzw. auffallen. Dann bekomme ich natürlich auch nochmal eine Schlafübersicht und da sehe ich auch nochmal, wie sich das Ganze hier zusammensetzt, weil auch Schlafen ist natürlich wichtig für die Erholung, damit ihr hier euren Körper sich ja entsprechend wieder rüsten kann für die nächsten Aufgaben. Dann sehen wir hier auch nochmal eine Aufteilung des Cardioloads, wie sich das Ganze hier zusammengesetzt hat, in welchem Herzfrequenzbereich, in welcher Zone ich trainiert habe. Dann sehen wir auch nochmal eine grafische Übersicht der Energiezufuhr. Wir sehen hier, ich habe jetzt die ganze Zeit bei FitnessPal nichts eingetragen gehabt, sondern jetzt erst wieder seit einer Woche oder seit 1,5 Wochen mache ich das. Und entsprechend da habe ich erst wieder Daten und dann sehe ich hier nochmal auf einen Blick die Entwicklung zwischen meiner verbrannten Energie und meiner zugenommenen Energie. Ein weiterer interessanter Datensatz, den wir bekommen, ist die Heart Rate Recovery. Das ist hier ja quasi, wie ihr euch erholt habt nach einem Workout. Das Ganze wird hier auch nochmal hier zwar auf Englisch erklärt. Das heißt einfach, hier wird die maximale Herzfrequenz genommen, die ihr jetzt hattet bei dem Workout. Und dann wird einfach geschaut, wie es dann 2 Minuten danach aussieht. Wie weit ist dann eure Herzfrequenz zurückgegangen. Das heißt also, wenn ihr jetzt euch stark angestrengt habt, also wenn ihr jetzt wirklich maximal gepowert habt und ihr dann stehen bleibt, wie erholt sich euer Körper dann wieder? Und dann sehen wir hier auch zwischen 0 und 60 plus. Also 0 ist schlecht, umso ab 60 ist es dann perfekt. Also besser geht nicht. Und in diesem Bereich, in dem oberen Bereich, solltet ihr euch dann entsprechend bewegen, wenn ihr schon lange Sport macht. Ihr seht hier, ich bewege mich hier zwischen 40 und 60. Last but not least haben wir dann hier noch die Cardio Fitness bzw. VO2 Max und wir sehen jetzt hier, aktuell liegt der bei 43,6. Ich habe jetzt hier lange keine Apple Watch getragen, deswegen wurde Apple Health jetzt auch nicht mit dem Cardio Fitness beliefert bzw. hat keine Daten bekommen. Und wir sehen auch hier, dass ich im August hier gute Werte hatte, wo ich mal kurz die Apple Watch anhatte und dass ich jetzt hier wieder anfange, das Ganze wieder mit der Apple Watch zu trainieren und entsprechend kommen hier die ersten Werte. Aktuell liegt er bei 43,6. Und das passt auch so etwa, was ich zum Beispiel bei Garmin habe. Da bin ich jetzt bei 45 aktuell, also irgendwo wahrscheinlich in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Und der Durchschnitt liegt hier bei 44,1. Das heißt also, wenn ihr dann wirklich die Uhr regelmäßig tragt, dann habt ihr hier natürlich einen schöneren Graph als ich jetzt gerade. Und die Skala hier unten passt sich dann auch entsprechend im Alter an. Es kann sein, wenn ihr jetzt jünger seid, dass ihr eine andere Werte seht. Bei mir ist es jetzt für die Skala für 39 Jahre, das sehen wir hier von 28 bis 54 plus. Und ich bewege mich momentan im guten Bereich, möchte aber natürlich hier wieder in den exzellenten Bereich zurückkommen. Und ihr könnt zum Beispiel hier mit Intervalltraining hier den Wert entsprechend verbessern. Der nächste Reiter, den wir haben, wäre dann Health. Da bekommen wir einmal Übersicht der Herzfrequenzvariabilität, der Ruheherzfrequenz, dann hier auch die Atemfrequenz bzw. die Blutsauerstoffmessung. Und wir sehen einmal hier unten den Durchschnitt, den ich jetzt immer hatte und dann auch den Wert, den ich aktuell habe. Der ist in weiß, also wie gesagt grün der Durchschnitt, weiß der aktuelle Wert. Und wir sehen hier, dass ich mit meinen Werten alle hier im Durchschnitt bin und dass hier doch alles wirklich gut steht. Und wie ihr das von den anderen Seiten jetzt schon kennt, bekomme ich dann unten das Ganze nochmal grafisch angezeigt für jeden einzelnen Punkt. Wir sehen einmal hier unten die Herzfrequenzvariabilität, wird einmal eingekreist zwischen dem Maximalwert, das ist die obere grüne Linie, dem Minimalwert, das ist die untere grüne Linie, beziehungsweise die weiße Linie in der Mitte, das ist der Average bzw. Durchschnitt, den wir haben. Und so kann ich hier durch die verschiedenen Punkte durchgehen. Das wäre zum Beispiel jetzt hier die Resting Heart Rate, heißt dann die Ruheherzfrequenz bzw. die Atemfrequenz oder dann auch die Sauerstoffmessung bzw. Blutsauerstoffmessung. Die App bietet euch dann auch nochmal eine detaillierte Analyse der Workouts. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir jetzt hier einmal den Oktober. Ich habe jetzt, wie gesagt, im Oktober erst die Uhr angezogen und dann sehen wir hier jetzt den 1. Oktober, können wir zum Beispiel reingehen, das Running, was ich heute gemacht habe. Da bekomme ich einmal noch kurz eine Übersicht, was die Anstrengung hier oben war, wann das Ganze stattgefunden hat, wie viel Kilokalorien ich verbrannt habe. Ich bekomme aber auch eine Übersicht der Herzfrequenz, wie sie zusammengesetzt hat und wir sehen hier, ich habe hier zwischendrin gefilmt, da geht auch die Herzfrequenz entsprechend runter, beziehungsweise habe dann auch mal einen Test gemacht mit dem Herzfrequenzsensor, also mit dem optischen der Uhr, um einfach zu schauen, wie das Ganze hier sich zusammensetzt. Dann sehen wir hier nochmal, was dann der Effort war, beziehungsweise was der Nutzen war. Da können wir auch nochmal reingehen, da bekommen wir dann auch mal angezeigt. Das Ganze ist dann zwischen einer Skala von 0 bis 10. Also das Ganze war so im mittleren Bereich. Dann bekommen wir die Intensität des Trainings angezeigt. Das war jetzt nicht low, also ich bin jetzt auch langsam gelaufen, habe jetzt keine Intervalle gemacht. Und dann sehen wir auch nochmal, in welchen Zonen ich mich dann bewegt habe, beziehungsweise dann auch hier, was dann die Trainingseffekte waren, wie sich das Ganze hier zusammengesetzt hat.
Als nächsten Punkt haben wir noch die Heart Rate Recovery, also wie dann hier entsprechend meine Herzfrequenz sich erholt hat. Das hatte ich ja gerade eben schon mal erklärt. Wir sehen hier, ich bin hier im exzellenten Bereich gewesen, alles gut gewesen. Und wir sehen auch nochmal hier eine Übersicht der Pace, die ich gelaufen bin, beziehungsweise dann auch nochmal eine kleine Kartenübersicht. Und die Cardio Fitness wird jetzt hier entsprechend als Exzellenz angegeben, also heißt hier wirklich alles gut gelaufen. Ja, ich finde die App insoweit gut, dass ich einmal hier eine schöne Übersicht habe, beziehungsweise hier durch alle relevanten Trainingsdaten zusammengesammelt werden, um hier auch eine Auswertung zu machen, wie fit bist du fürs Training, dass du nicht übertrainierst, dass du Verletzungen vermeidest, beziehungsweise ob auch dann soweit bei deinem Körper alles in Ordnung ist und dass du hier nicht irgendwie falsch trainierst. Gerade für den Anfang ist es sehr interessant, das Ganze hier zu nutzen. Auch der Zusammenspiel zwischen Schlaf und der Anstrengung wird hier berücksichtigt und auch natürlich dann hier entsprechend, dass ihr hier ja genug aufnehmt an Kalorien, um hier nicht zu stark unterernährt zu sein. Also hier wird alle relevanten Sachen wirklich gut zusammengefasst. Was natürlich eine wichtige Sache ist für die Regeneration, ist dann natürlich auch die Erholung. Ich persönlich nutze hier dafür die App Autosleep. Die ist nochmal etwas genauer als jetzt die App von Apple Watch selber, beziehungsweise die Apple Watch misst ja auch den Schlaf. Das Ganze passiert hier bei Autosleep unabhängig des Schlaftrackings der Apple Watch. Das heißt also, die App holt sich jetzt nicht einfach stur die Daten, sondern ermittelt das selber anhand der Herzfrequenz. Ihr bekommt dann einmal eine Übersicht schon mal angezeigt, wie sich euer Schlaf dann zusammengesetzt hat, wann ihr wach wart, wann ihr Tiefschlaf hattet. Wobei ich muss immer sagen, das Ganze ist alles so ein Algorithmus. Natürlich am genauesten habt ihr es immer im Schlaflabor, das ist einfach nur ein Richtwert. Also ihr solltet euch da jetzt nicht auf diese Daten versteifen. Es ist halt wie gesagt nur eine kleine Orientierung. Bei Autosleep habe ich auch den Vorteil, wenn ihr jetzt Mittagsschlaf macht oder wenn ihr zum Beispiel Schichtarbeiter seid oder generell unregelmäßig schlaft, weil sie Gegebenheiten hergeben, die Uhr erkennt es immer ganz gut. Das heißt, auch so kleine Schläfchen werden damit aufgezeichnet und fließen dann entsprechend in die Daten mit hinein. Wir bekommen dann auch eine kleine Übersicht. Das Ganze ist ein bisschen angelehnt an die Aktivitätsringe, die wir kennen. Und das ist so, dass wir hier zum Beispiel bei der Schlafenszeit 6 Stunden 13 gehabt haben und das Schlafkonto jetzt bei minus 13,2% liegt. Wir können auch mal hier draufdrücken, dann bekomme ich hier nochmal ein paar Details genauer angezeigt. Ich kann auch auf das Schlafkonto gehen und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt neu, wie gesagt, die Apple Watch getragen. Da setzt sich dann entsprechend hier die Werte zusammen, also hier das Guthaben wäre 0% und das dann wie quasi auf dem Konto, wie das Ganze dann sich hier zusammensetzt. Und hier können wir auch nochmal hineingehen, dann bekommen wir auch nochmal hier alles im Detail erklärt, was diese einzelnen Ringe genau bedeuten und sehen hier unten nochmal eine genaue Auflistung. Was zum Schlaf ebenfalls hinzugehört, ist dann hier auch die Sauerstoffmessung bzw. die Atemfrequenz oder auch die Schlafenergiezurückgewinnung, also das ist ganz toll erklärt hier mit dieser Tankstelle und dann auch das allgemeine Befinden und ihr bekommt dann in der Uhr auch nochmal genau angezeigt, wie sich das Ganze hier nochmal zusammensetzt mit dem Schlaf bzw. wann ihr geschlafen habt. Das haben wir hier grafisch schon gesehen, aber ihr habt sie nochmal direkt auf der Uhr bzw. habt ihr dann auch nochmal eine Wochenübersicht, wie sich die ganzen Wochen zusammengesetzt haben. Des Weiteren haben wir dann auch nochmal einen historischen Verlauf. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen zurückgehen, weil ich die Apple Watch ja in der Vergangenheit schon getragen habe. Dann sehen wir hier, das Ganze setzt sich dann so entsprechend zusammen und so sehe ich dann einfach hier, wie sich dann mein Schlaf entwickelt hat, ob das jetzt positiv oder negativ war. Ich kann da auch nochmal schauen, wie dann sich die Schlafbewertung ausgewirkt hat. Und sehen wir hier, dass ich teilweise schlecht geschlafen habe, jetzt wegen den Kindern, aber dann auch meistens am Wochenende mit Mittagsschlaf etc. das Ganze etwas ausgeglichen habe. Wenn es aber feststellt, dass die Sachen nicht ganz gepasst haben, beziehungsweise der Schlaf nicht ganz gepasst hat, weil vielleicht mal ein Messfehler war oder das Ganze nicht richtig analysiert worden ist, gibt es hier auch nochmal die Möglichkeit, den Tag zu editieren. Da gehen wir einfach hier auf den Punkt und dann sehen wir hier nochmal die Übersicht des Tages und dann können wir einfach hier nochmal auf den Editierungspunkt gehen und dann entsprechend hier sagen, okay, hier war ich wach oder habe ich geschlafen und so können wir entsprechend hier nochmal die Daten anpassen, wie das Ganze sich dann hier zusammengesetzt hat. Der gleiche Entwickler von Autosleep macht auch noch die App Heartwatch und da ist es so, es gibt dann hier so Kombi-Angebote, deswegen will ich einfach nur ganz kurz reingehen, weil wir viele Sachen einfach auch gerade schon mit der ersten App gesehen haben. Wir sehen einmal hier, wird das Ganze nochmal ein bisschen aufgearbeitet, wir sehen auch hier die Schlafenszeit mit so einem Akku nochmal dargestellt, was der 7-Tage-Schnitt war. Hier laufen übrigens auch die Daten von Garmin Connect rein, mit dem ich vorgeschlafen habe, deswegen haben wir auch Vergleichswerte. Da können wir auch nochmal genau reinsehen, dann bekommen wir hier auch nochmal eine kleine Analyse angezeigt und auch unten nochmal genau im Detail, wie die Herzfrequenz zu welcher Zeit war. Und da habe ich hier auch nochmal entsprechend die Daten. Also das heißt, Autosleep synchronisiert mit Heartwatch die Daten, beziehungsweise das Ganze basiert hier auf einem Algorithmus.
Die App kann aber dann noch ein bisschen mehr. Wir können, wie gesagt, hier die Schlafsachen nochmal anschauen, aber auch dann die Prognose des Laufens wird nochmal hier ermittelt, beziehungsweise dann auch, wie viel Strecke ich gemacht habe. Das Gewicht kann ich hier zeigen, beziehungsweise dann auch hier nochmal eine Trainingsübersicht, wie sich dann meine Trainings hier zusammengesetzt haben, ob sie Fitness aufbauen war, Fett verbrennt oder hohe Intensität. Und so habt ihr dann hier auch nochmal eine kleine Analyse im Detail. Die App bietet dann auch noch die Option, wenn wir hier auf Neuigkeiten gehen, sich auch dann gewisse Briefings anschauen zu lassen. Wir sehen einmal hier Morning Briefing, Fitnessgewohnheiten. Da können wir einfach mal reingehen und dann bekomme ich auch so eine kleine Analyse angezeigt, wie sich das Ganze ja zusammensetzt. Und dann kann ich hier auch nochmal jeweils in die Apps hineingehen und mir nochmal die Ziele anschauen, also was ich alles erreicht habe und wie zum Beispiel hier meine 6-Wochen-Entwicklung war, die bekomme ich hier nochmal angezeigt und kann hier auch nochmal genau ins Detail gehen. Also ihr seht, hier gibt es wirklich eine Hülle und Fülle an Daten, also für jeden, der mit Daten hier viel machen möchte, der kann sich hier richtig gut verlieren. Zum Thema Autosleep habe ich aber auch nochmal ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich dir mal oben. Da habe ich das Ganze nochmal mehr im Detail vorgestellt als jetzt, weil ich will es ein bisschen grober machen, weil es sonst einfach von der Zeit ein bisschen zu viel wird. Das heißt also, wenn dich für die App jetzt interessierst, dann verlinke ich, wie gesagt, hier oben mal das Video, da kannst du mal vorbeischauen. Die Apple Watch bietet ja, wie eingangs erwähnt, auch nicht die Möglichkeit, hier sich mit der Standard-App navigieren zu lassen. Also das heißt, wenn ihr laufen wollt und euch dabei navigieren lassen wollt oder wandern und dabei Navigation machen möchtet, das ist so jetzt in der Form nicht möglich. Hierfür gibt es die App Work Outdoors. Das ist auch eine kostenpflichtige App, aber ich kann es euch sagen, das lohnt sich jeder Cent hier auszugeben. Da würde ich aber sagen, gehen wir erstmal in die App hinein. Wir sehen einmal hier eine Übersicht der Workouts, die ich hier durchgeführt habe. Da kann ich im Detail nochmal genau anschauen, wie sich das Ganze hier zusammengesetzt hat mit den Schritten, mit den Kalorien, mit der Herzfrequenz beziehungsweise auch die GPS-Genauigkeit wird hier ermittelt. Das ist aber jetzt eher zweitrangig, weil das Ganze haben wir ja in der anderen App schon gerade gesehen, dass wie die Auswertung stattfindet oder beziehungsweise eine bessere Auswertung. Was ich hier aber zum Beispiel machen kann, ich kann mir hier einmal die Screens einstellen beziehungsweise die Bildschirme. Auch diese App ist übrigens komplett auf Englisch, aber auch hier ist es wieder so, dass es doch recht einfach gehalten ist. Und wir sehen hier, wir haben hier verschiedene Workouts. Wir haben hier einmal Walking, wir haben einmal Laufen, dann Radfahren, Wandern, Golfen. Also hier gibt es wirklich eine Hülle und Fülle an Workouts. Und jetzt würdet ihr sagen, ja gut, das brauche ich alles nicht. Ja, aber das Tolle ist, ihr könnt für jede einzelne Workout eigene Datenfelder erstellen. Wir sind hier zum Beispiel beim Laufen. Da können wir dann sagen, ich möchte hier ein Target, Overview oder eine Evaluation, also hier Steigung und Herzfrequenz angezeigt bekommen. Und ich kann mir dann jedes Feld auch einzeln definieren, wie viele Felder hier angezeigt werden sollen, mit Karte, ohne Karte und kann das Ganze dann hier individuell einstellen. Wir sehen hier, es gibt wirklich eine Hülle und Fülle an Daten, die wir hier nutzen können. Und hier ist natürlich auch wieder die Möglichkeit, massiv Zeit reinzustecken, um hier entsprechend individuell das Ganze einzustellen, also nochmal viel individueller als mit jeder eigenen Apple Workout-Wett. Die Stärke der App ist jetzt aber nicht nur, dass ich jetzt hier zum Beispiel auch, ich kann auch Alarme einstellen für Herzfrequenzbereiche und wie auch gesagt hier die Datenfelder einzustellen. Nein, das ist das Navigieren und zwar während des Workouts. Wir sehen hier, wir haben jetzt hier Routen. Ihr habt die Möglichkeit zum Beispiel Komoot was zu planen oder halt bei allen anderen Softwareanbietern, AutoActive etc. die GPS-Dateien exportieren. Die könnt ihr hier entsprechend importieren und dann hier nutzen. Wir sehen, wir haben zum Beispiel hier, ich habe hier einen Chorus-Testlauf damals mal gemacht, der hier im Wald stattfindet. Dann bekommen wir so eine kleine Übersicht angezeigt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Einmal hier so eine kleine Übersicht der Steigung. Und dann gibt es hier, wenn ihr in diese Route reingegangen seid, hier den einen Knopf Send to Watch. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf. Das heißt, wir senden das Ganze jetzt hier an die Apple Watch. Ihr habt jetzt aber auch noch die Möglichkeit, neben dem Workout hier auch die Karten zu senden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel offline unterwegs sein wollt, ohne Handy, weil ihr zum Beispiel, also es funktioniert übrigens mit allen Apple Watch Versionen, auch ohne LTE, dann könnt ihr unten auch noch auf den Knopf Send Map drücken. Das ist hier. Und dann bekomme ich angefragt, möchte ich 7 Dateien hier rüber transferieren auf die Uhr. Dann sage ich ja. Ich habe auch mal ein Vergleichsvideo gemacht, damals mit der Apple Watch Series 6. Das war noch ganz am Anfang meiner YouTube-Phase. Also für die Qualität des Videos muss ich mich schon zu entschuldigen. Das verlinke ich dir aber mal. Da habe ich mal einfach gezeigt, was die Unterschiede sind zwischen Work Outdoors zum Beispiel oder auch Komoot, wenn ihr das nutzen wollen würdet. Und da zeige ich euch einfach schon mal, wie das Ganze hier im Detail funktioniert. Wir können das Ganze auch dann nochmal auf der Apple Watch anschauen. Da gucken wir einfach kurz nochmal hinein. Dann sehen wir hier, haben wir jetzt Work Outdoors. Das ist hier drüben. Das ist dieses Männchen in Orange. Da gehen wir einfach mal drauf und dann sehen wir hier, da haben wir jetzt die verschiedenen Aktivitäten, die ich synchronisiert habe. Und dann sehen wir auch schon, wenn wir hier auf Settings gehen, dann sehen wir auch hier dann Routes und da gehen wir einfach drauf und wählen wir jetzt einfach Laufrunde Test aus. Das habe ich jetzt hier synchronisiert gehabt. Dann ist das entsprechend ausgewählt und wenn ich jetzt hier auf Running gehe, dann startet hier die Aktivität.
Dann sehen wir einmal hier das Fenster bzw. die Datenfelder, die ich eingegeben habe, und dann können wir einfach hier durchswitchen und dann sehen wir auch schon hier entsprechend, können wir einmal auch in die Karte hineinzoomen, sehen wir diese lilane Linie, das ist dann hier mein Workout, den ich hier durchführen möchte. Dann sehen wir hier auch die Laufrichtung, in die das Ganze geht. Hier unten habe ich noch ein paar Daten einzeigen lassen, dann sehen wir auch Scale ist 1 Kilometer, was ich jetzt hier habe, und dann bekomme ich hier so eine kleine Übersicht meiner Strecke. Zu der App Work Outdoors habe ich nochmal ein tieferes bzw. noch ein genaueres Video gemacht, wo ich nochmal mehr erklärt habe. Das verlinke ich dir oben einfach mal. Das war zwar damals mit der Apple Watch Series 6, verhält sich aber hier mit der Apple Watch Ultra genauso. Das heißt also, hier könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn euch das entsprechend interessiert. Die letzte App, die ich noch zeigen möchte, ist die RunGap App. Das ist hier unten mit den Füßen. Diese App ist gerade interessant dafür, wenn man hier Sachen exportieren möchte oder synchronisieren möchte. Auch diese App hat eine kleine Lizenzgebühr, die ist aber einen kleinen einstelligen Betrag, Eurobetrag innerhalb eines Jahres. Das heißt also, hier ist wirklich sehr übersichtlich. Und wir bekommen einmal hier eine Übersicht aller meiner Aktivitäten von den Quellen, die ich jetzt hier hinterlegt habe. Wir sehen zum Beispiel hier, wenn wir mal hineingehen, können wir uns mal genau das Ganze anschauen. Wir sehen hier einen Lauf von heute mit 6,07 Kilometer, beziehungsweise bekommen hier auch nochmal die Average Pace, also die schnellste und die langsamste Laufleistung, als auch die Herzfrequenz, beziehungsweise auch hier die Laufpower, weil ich hier mit Power gelaufen bin, also mit Leistungsmessung. Und wir sehen auch hier nochmal, die Quelle wäre hier Garmin Connect. Um einfach mal die Importquellen zu zeigen, gehen wir einfach mal auf Accounts and Settings. Das sind jetzt hier alle Möglichkeiten, die wir hier sowohl importieren als auch exportieren können. Zum Importieren komme ich gleich noch. Wir sind einfach hier, ich gehe einfach mal hier runter. Wir sehen hier eigentlich alle gängigen Sachen sind enthalten, also Suunto, als auch jetzt zum Beispiel Garmin Connect, Stride, aber auch dann TomTom, wenn ihr falls ihr so eine alte TomTom-Uhr hat, auch das wird unterstützt. Auch TrainingsPeaks ist dabei. Also wir sehen, hier ist wirklich entsprechend alles dabei und wir können uns das Ganze hier auch nochmal einstellen, in welcher Einheit wir das haben möchten, etc. Es gibt hier auch noch Möglichkeiten, hier Statistiken oder andere Sachen zu nutzen. Das nutze ich alles gar nicht, sondern ich nutze eigentlich hauptsächlich im ersten Step für meinen YouTube-Kanal. Wenn ich in den Lauf hineingehe, dann teile ich die Läufe mit den Kanälen, die ich sonst noch so nutze. Zum Beispiel hier gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze zu sharen. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier an Polar Flow oder Suunto App die Sachen zu importieren. Also das heißt, von Garmin Express werden die ganzen Sachen exportiert, beziehungsweise von Apple Health in dem Fall. Und die werden dann entsprechend in Polar Flow und Suunto App synchronisiert, um hier entsprechend auch die Daten weiter zu pflegen, um hier dann, wenn ich euch mal was zeigen will, das Ganze zu importieren. Ihr habt dann aber auch Optionen, zum Beispiel in den Strava was nachimportieren wollt, das könnt ihr hier nutzen, zum Beispiel aus Apple Health das Ganze exportieren und Strava importieren, wenn was nicht geklappt hat, oder auch Final Search, wenn ihr das nutzt. Also wir sehen hier, können wir dann auch alles mögliche hin und her importieren. Das wird vor allem dann interessant, wenn irgendwelche Exporte mal nicht funktioniert haben und irgendwas nachimportieren wollt, dann seid ihr froh, wenn ihr hier die Möglichkeit habt. Es ist aber nicht nur möglich, hier Sachen nur zu teilen innerhalb den Konten. Ihr könnt auch die ganzen Sachen per E-Mail verschicken. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier das Ganze nochmal zu editieren oder auch die Aktivitäten zu exportieren. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel ein FIT-File oder ein GPX-File oder ein RunGap-File oder ein TCX-File erstellen. Das wird soweit interessant, wenn ich nämlich hier Daten von Apple Health importiere, dann habe ich hier nämlich die Möglichkeiten, das Ganze entsprechend für mich zu exportieren, weil das ist leider hier bei Apple immer so etwas schwierig, und so kann ich mir dann FIT-Dateien erstellen von einem Workout, das ich haben möchte, weil ich jetzt zum Beispiel in ein anderes Programm das hochladen möchte. Ich habe auch noch die Möglichkeit, weiterhin auch die Sachen bei Share und Export auch noch in die iCloud Drive zu bringen, also hier auch nochmal die Sachen zu exportieren. Also wenn wir hier drauf gehen, dann bekomme ich jetzt hier alle Aktivitäten angezeigt, die würden dann hier auf iCloud abgelegt werden. Das heißt also, ihr könnt hier dann auch nochmal eine kleine Datensicherung vornehmen und entsprechend hier das Ganze hier verwalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ergänzungen zu eurer neuen Apple Watch Ultra oder vielleicht auch zur Apple Watch Series 8 geben. Wie gesagt, die Apps, die nutze ich jetzt gerne, beziehungsweise habe es jetzt auch schon mal ausprobiert und bin auch wirklich sehr begeistert. Wenn du noch mehr rund um Apple Watch sehen willst, ich verlinke dir hier oben auch mal die Playliste rund um die Apple Watch, beziehungsweise alles, was zum Thema Apple Watch gehört. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, verlinke ich dir unten auch mal eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, was hier noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.